Also das war ja eine schöne Vorstellung, aber hast du begriffen, warum die sich alle ausgezogen haben? Ich glaube, das sollte ihre Ohnmacht zum Ausdruck bringen, weil sie dem spätkapitalistischen Menschenbild neoliberaler Ausprägung nichts entgegensetzen konnten. Oh Gott, so habe ich das gar nicht gesehen. Habe ich im Programmheft gelesen. Das ist er. Ach, Sebastian, am liebsten wäre mir, ich hätte den ganzen Prozess schon hinter mir. Marlene, du bist gut vorbereitet und vor allem, du bist im Recht. Ja, ist aber ein verdammt komisches Gefühl, im Recht zu sein und trotzdem nichts beweisen zu können. Ich fürchte, Marlene leidet unter einer Art Realitätsverlust. Meine Anwältin sagt, das kommt bei Prominenten gar nicht so selten vor. Wie können Sie es wagen? Sie haben Marlene brutal vergewaltigt. Dafür wird man Sie zur Rechenschaft ziehen. Vorsicht! Haben Sie irgendwelche Beweise? Ich habe doch alles verbrannt. Das Kleid, das ich getragen habe, die Fotos, die Dana von mir gemacht hat. Ja Gott, wie kann man nur so blöd sein? Es gibt immer noch deine Aussage. Ja, ich weiß. Aber Alexander wird mit seinen Lügen sowieso alles in den Dreck ziehen. Ich sage das nur sehr ungern in Anwesenheit einer Dame, aber manche Frauen wollen es so. Und Marlene ist eine davon. Du musst morgen vor allem glaubwürdig sein und das Gericht vom Gegenteil überzeugen. Eine andere Chance haben wir leider nicht. Hier steckst du. Wir haben dich beim Abendessen vermisst. Ich wollte die ganzen Unterlagen für morgen noch mal durchgehen. Ich denke, es wird helfen, dass die öffentliche Meinung so positiv ist. Ich weiß, der Richter wird sich davon nicht beeinflussen lassen. Aber es sorgt gleich für eine ganz andere Stimmung und vor allem gibt es Marlene Selbstvertrauen. Das wird sie auch dringend brauchen. Ihre Aussage ist nämlich das Einzige, was wir haben. Ist irgendwas passiert? Eigentlich nicht. Außer, dass ich bis zuletzt gehofft hatte, noch irgendetwas zu finden, was ich gegen Alexander verwenden kann. Irgendetwas muss es doch geben. Irgendeinen dunklen Fleck in seiner Vergangenheit oder eine Ex-Freundin, die schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Und zu allem Unglück hat er jetzt noch einen richtigen Coup gelandet. Mit seiner Verteidigerin. Verteidigerin? Dass er jetzt von einer Frau vertreten wird, steigert seine Glaubwürdigkeit enorm. Und sie ist gut, die Kollegin. Das heißt, unsere Chancen sind schlechter geworden. Unsere Chancen stehen genauso gut wie vorher. Nur, dass das leider nicht so viel heißt. Sebastian, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alexander verurteilt wird? Mit Wahrscheinlichkeiten hat das überhaupt nichts zu tun. Wie ist die Statistik? %. Bei Vergewaltigungsdelikten wird der Angeklagte in 13% der Fälle verurteilt. 13. Ja, das hat mir die Frau von der Beratungsstelle auch gesagt. Das bedeutet überhaupt nichts. Das sind doch bloß Zahlen, Marlene. Marlene, jeder Fall ist anders. Und du hast den besten Anwalt der Stadt. Hm? Oh, das freut mich, das freut mich, das freut mich, das freut mich. Mich freut's auch. Was ist denn hier los? Mama und Papa haben sich wieder versöhnt. Das ist ja, also endlich. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Eure Mutter hat mir die Scheidungsunterlagen auf den Tisch geknallt. Oh, wie romantisch. Und da wurde mir klar, dass ich ohne sie nicht mehr leben kann. Und du? Hast du gut geschlafen? Naja, nee, eigentlich gar nicht. War mir zu laut? Ich habe was zu essen gemacht. Rührei, möchtest du? Danke, ich glaube, ich trinke nur eine Tasse Kaffee. Du, ich muss doch gleich noch mal los. Aber ich werde pünktlich zur Gerichtsverhandlung wieder da sein, ja? Okay. Na? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich anziehen soll. Zieh das an, worin du dich am wohlsten fühlst. Papa, so einfach ist es gar nicht. Weißt du, wenn ich in Jeans und Schlabberpulli komme, dann denken die doch, ich mache eine Show. So von wegen, ich fühle mich gar nicht mehr wirklich als Frau. Was ist das denn für ein Unsinn? Und weißt du, wenn ich mich zu schick mache, dann bestätige ich doch nur das, was sowieso schon alle von mir denken. Dass ich eine oberflächliche Tussi vom Theater bin, die einfach nur um jeden Preis Aufmerksamkeit erreichen will. Hä? Niemand denkt sowas von dir. Und wenn jemand sowas sagt, dann kriegt das mit mir zu tun. Mit dem Make-up ist es doch das Gleiche. Weißt du, wenn ich mich gar nicht schminke, dann denken alle, ich will absichtlich schlecht aussehen. Wenn ich mich aber zu viel schminke, dann denken die sieht ja aus wie immer und die will vergewaltigt worden sein. Ja, dann
Dann schmink dich halt ein bisschen. Weißt du, wenn das Kleid zu tief ausgeschnitten ist, dann wird die gegnerische Seite sicher versuchen, mich als Schlampe darzustellen. Wenn ich aber hochgeschlossen komme, dann machen die mir daraus auch einen Strick, weil die ja genau wissen, dass ich sonst ganz anders rumlaufe. Du kannst anziehen, was du willst. Das ist dein gutes Recht. Und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was dir passiert ist. Und die Haare? Offen oder doch hochgesteckt? Und ganz dezenten Schmuck oder gar keinen? Und die Schuhe? Flach oder hochhackig? Seit wann besitzt du flache Schuhe? Naja, je höher der Absatz, desto schamloser die Frau, die sie trägt, ist doch klar. Ach. Aber flache Schuhe? Also, ich weiß nicht. Mir gefällst du immer sehr gut. Egal, was du anhast. Das ist wirklich süß, Papa. Vielen Dank. Aber weißt du, damit hilfst du mir gerade gar nicht weiter. Vielleicht bin ich ein schlechter Ratgeber. Aber... Hier. Was ist denn mit dem Kleid? Das sieht doch immer schön aus, wenn du das anhast. Ich kann dir vielleicht nicht weiterhelfen. Soll ich Mama Bescheid sagen? Nee, das ist gut. Ja? Ja, danke, Papa. Gern geschehen. Verdammt nochmal, was willst du eigentlich? Es wird dir sowieso niemand glauben, weil es keine Beweise gibt. Verstehst du? Es gibt keine Beweise. Keine Beweise. Danke. Sehr gerne. Marlene, ich war gerade auf dem Weg nach Hause, um dich abzuholen. Aber ja, dann habe ich dich gesehen. Soll ich dich mitnehmen? Danke, ich bin noch verabredet. Ich komme dann später nach. Ich kann auch warten. Ich muss das alleine durchziehen. Marlene, was soll das? Hast du dir eine Waffe besorgt oder sowas? Mach jetzt keine Dummheiten. Ich will mich doch nur mit ihm unterhalten. Unterhalten? Marlene, was hast du vor? Lass mich los! Du tust mir weh! Ich mach ihn fertig. Gut, dann bleib ich hier. Nein, das ist lieb von dir. Aber ich muss das wirklich alleine durchziehen, sonst funktioniert es nicht. Auf gar keinen Fall. Ich kann dich doch nicht mit diesem Typen alleine Ich lassen. bin doch hier gar nicht alleine. Bitte, Dana, du musst mich das alleine durchziehen lassen. Ich habe mir alles ganz genau überlegt. Also gut. Aber sei vorsichtig, ja? Bleibst du bei das Tristan und ich dich später abholen? Ja, bis später. Hallo. Danke, dass du gekommen bist. Du wolltest mit mir reden? Ja. Am besten setzen wir uns da hinten hin. Und? Wie geht es dir? Ich weiß, dass du gerade eine schwierige Zeit durchmachst. Und das tut mir auch wirklich leid, Was genau tut dir denn leid? wie das mit uns gelaufen ist. Wie ist das denn gelaufen? Naja, es hat alles so schön angefangen. Wir haben uns gut verstanden. Wir hatten einen schönen Abend miteinander. Und dann ist es anders gelaufen als geplant. Wie meinst du das? Ich hätte mir natürlich schon gewünscht, dass du es im Nachhinein nicht bereust, mit mir geschlafen zu haben. Schließlich hatten wir eine wunderschöne Nacht zusammen. Wunderschöne Nacht. Du hast wohl im Nachhinein ein schlechtes Gewissen bekommen, weil du in Tristan verliebt bist. Du hattest Angst, du hättest alles kaputt gemacht zwischen Tristan und dir. Und daran wolltest du nicht schuld sein. Ich kann das sogar irgendwie verstehen. Du hast gehofft, du könntest es ungeschehen machen. Und deshalb hast du dir diese Geschichte ausgedacht. Das Problem ist nur, dass du mich damit reingezogen hast. Wenn deine Unterstellungen die Runde machen, dann bin ich ruiniert. Dann kann ich meine Karriere vergessen. Du verstehst doch, dass ich mich da wehren muss. Aber noch ist es nicht zu spät. Du kannst noch alles wieder gut machen, wenn du vor Gericht die Wahrheit sagst. Marlene, ich weiß, dass du kein schlechter Mensch bist. Du willst das doch eigentlich auch nicht. Vielleicht glaubst du ja mittlerweile selbst an deine Geschichte. Aber ich bin mir sicher, tief drin
weißt du ganz genau, was wahr ist und was gelogen. Vielleicht glaubst du ja mittlerweile selbst an deine Geschichte. Aber ich bin mir sicher, tief drin weißt du ganz genau, was wahr ist und was gelogen. Du hast sie mit Alexander alleine gelassen? Bist du wahnsinnig? Zuerst wollte ich sie ja auch gar nicht gehen lassen, aber sie war auf einmal so stark. Was soll das denn jetzt heißen? Ich hatte das Gefühl, sie hat einen Plan. Sie hat gesagt, sie will ihn fertig machen und sie wirkte so entschlossen. Mann, wo ist dieser verdammte Schlüssel? Wenn sie einen Plan hat, dann soll sie das mit ihrem Anwalt besprechen oder mit mir. Und was für ein Plan soll das überhaupt sein? Ich habe keine Ahnung. Marlene? Ich hoffe, sie hat nicht die Nerven verloren und ist auf Alexander losgegangen. Das ist das Letzte, was wir jetzt tun können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie die Nerven verlieren würde. Marlene? 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 Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Marlene, was ist passiert? Hat Alexander dir was getan? Hat er dich bedroht? Ich hätte niemals anzeigen dürfen. Hallo, danke. Hallo Hagen. Ich nehme an, wir sehen uns gleich vor Gericht. Worauf du Gift nehmen kannst. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir uns alle unter erfreulicheren Umständen wiedersehen. Dann hättest du deine dreckigen Finger von Marlene lassen sollen. Ja, so wie es aussieht, wäre das wohl das Beste gewesen. Sebastian wird dich sowas von auseinandernehmen. Wohl kaum. Im Gegensatz zu Marlene bin ich nämlich äußerst glaubwürdig. Du wirst für das, was du ihr angetan hast, bezahlen. Ich habe ihr nur das gegeben, was sie wollte. Nur zu. Erst Tristan, jetzt du. Meine Anwältin wartet schon darauf, nur die nächste Klage einzureichen. Ist das nicht toll? Ich werde von euch so viel Schmerzensgeld bekommen, dass ich nie wieder arbeiten muss. Du wirst in den Knast gehen. Und da werden sie dich fertig machen. Und wenn du entlassen wirst, wird niemand mehr was mit dir zu tun haben wollen. Weil du ein erbärmlicher Vergewaltiger bist. Du wirst keine Freunde mehr haben, keinen Job. Die Frauen werden einen großen Bogen um dich machen. Jeden Tag wirst du zu spüren bekommen, was du Marlene angetan hast. Ja, vielleicht wirst du wirklich nur zu ein paar Jahren verurteilt. Aber erledigt bist du trotzdem, und zwar lebenslänglich. Dafür werden wir sorgen. Es war richtig, dass du Anzeige erstattet hast. Das, was dieses Schwein dir angetan hat, das ist ein Verbrechen. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Du musst dich weiter wehren, damit es endlich vorbei ist. Es ist doch schon längst vorbei. Was? Was redest du denn da? Ich werde die Klage zurückziehen. Es steht Aussage gegen Aussage und kein Mensch wird mir glauben. Das darfst du doch niemals denken. Versteht ihr das denn nicht? Alles, was Alexander sagt, ergibt einen Sinn. Selbst ich würde ihm glauben.